Wir sind Valeria und Lukas. Wir kommen aus Südtirol und reisen schon seit einigen Jahren mit diesem kleinen Camper da hinten um die Welt. Wir sind seit ungefähr 1,5 Jahren jetzt Fulltime, also nonstop unterwegs. Wir sind gerade in Saudi-Arabien und vorher waren wir ungefähr 3-4 Jahre lang immer Teilzeit unterwegs und sind da ungefähr 6 Monate pro Jahr in diesem Camper gereist. Heute machen wir mal eine Roomtour für euch und zeigen euch mal unseren Ausbau und ein paar Details vom Camper. Wir haben einen Toyota Hilux LN105, Baujahr ist 1990 und wir haben das Auto schon seit 2018 und jetzt zeigen wir euch mal ein paar Details vom Auto. Wir haben einen Toyota Hilux LN105, Baujahr ist 1990. Wir haben den Hilux als Doppelkabiner und hinten drauf haben wir so eine gebrauchte Wohnkabine gesetzt. Die könnten wir zu Hause auch theoretisch abnehmen. Während der Reise nehmen wir die eigentlich nie ab. Es ist ein Toyota Dieselmotor drinnen, 2,4 Liter ohne Turbo, hat ungefähr 85 PS. Dieses Modell zeichnet sich aus, weil es vorne eine Starrachse hat und das finden wir eigentlich ziemlich cool. Wir haben da auch noch weitere Modifikationen gemacht, aber die zeigen wir euch jetzt. Zu den Modifikationen. Wir haben ein bisschen größere Reifen drauf gemacht. Wir haben zurzeit Maxxis Reifen drauf, Mud Terrain, in der Größe 235/85 R16. Wir haben 5 Reifen, also wir haben einen Ersatzreifen und wir sind sehr zufrieden mit Mud Terrain Reifen. Ja, haben nichts auszusetzen dagegen. Wir haben auch Freilaufnaben hinzugefügt, original waren keine dabei. Vorteil ist einfach, dass wir das Differential oder dass wir die Achse entkoppeln können und wir zum Beispiel auch mit Untersetzung nur Heckantrieb fahren können. Unser Hilux hat ja vorne und hinten Blattfedern und da wir reisefertig ungefähr 1 Tonne schwerer sind als wie das leere Auto, also ich glaube wir sind so 2,6 Tonnen schwer, mussten wir die originalen Blattfedern tauschen und wir haben uns dazu für die Ironman Heavy Duty Blattfedern entschieden und wir haben auch die Ironman Heavy Duty Stoßdämpfer dazu gekauft und so ist das Fahrzeug jetzt 5 cm höher und es fährt sich eigentlich recht gut damit. Da wir öfter in Wüstengegenden unterwegs sind und die Luft da staubig ist, haben wir uns für einen Schnorchel entschieden. Ein Schnorchel mit Vorfilter. Und ein Schnorchel ist nicht nur da, um durch tiefes Wasser zu fahren, sondern mit dem Vorfilter kann man auch Schmutzpartikel rausfiltern. Das funktioniert so wie ein Zyklon, wie ein Staubsauger. Und ja eben, da werden halt Schmutzpartikel, Sand, Fliegen und so weiter rausgefiltert und all diese Schmutzpartikel werden ohne Schnorchel einfach in den Motor gesaugt und verstopfen da den originalen Luftfilter. Da man in den Wüsten ja auch mehr Diesel braucht, haben wir 3 solche 20 Liter Dieselkanister mit dabei. Sie sind zwar zu 99,9% immer leer, aber wenn wir dann mal in die Wüste fahren, können wir halt weitere Strecken fahren, ohne zu tanken. Wir haben hier auch eine Leitbar, die nach vorne scheint und wir haben eine kleinere Leitbar, die auch seitlich scheint, dass wir auch nachts seitlich ein bisschen alles Wasser sehen können. Hier auf der Motorhaube haben wir auch so eine Solarplatte, die wir abnehmen können und haben so einen 5 Meter langen Kabel, dass wir die in alle möglichen Positionen aufstellen können. Insgesamt haben wir 280 Watt Solar, hier haben wir 100 Watt und auf dem Dach haben wir 180 Watt. Aber zum Strom werden wir nochmal genauer in der Kabine gehen. Hier an der vorderen Stoßstange haben wir einen Hijack. Wir haben 2 Wagenheber, wir haben einen hydraulischen Wagenheber, wo wir eigentlich die Räder wechseln können oder wenn mal ein Platter ist, dass wir da das Rad tauschen können. Und wir haben eben den Hijack, der ist eigentlich für die Offroad-Bergung und so weiter, wenn die Räder mal in ein Loch gesunken sind oder irgendwas sowas. Drunter haben wir eine selbstgebaute Seilwindenhalterung mit einer 5 Tonnen Seilwinde mit synthetischem Seil. Wer sich jetzt wundert, was das für ein Kennzeichen ist, das ist ein ganz altes italienisches Kennzeichen. Und in Italien bleibt das Kennzeichen beim Fahrzeug, deswegen haben wir immer noch das alte Kennzeichen von 1990. Genau. Und in der Seilwindenhalterung haben wir auch so Löcher gemacht, unten und oben. Und da haben wir ein ziemlich cooles Feature, weil
Wir können da so 2 Stöcke reinmachen und dann haben wir vorne eine coole Hängematte und können da relaxen. Ja, aber das zeigen wir euch dann danach nochmal. So, jetzt zeigen wir euch mal, was wir unter der Haube haben. Wir haben ja den 2,4 Liter Dieselmotor ohne Turbo, deswegen haben wir auch relativ viel Platz im Motorraum und wir haben uns da so Staukisten reingemacht, wo wir zum Beispiel so Öle und so weiter drinnen haben und auch so kleine Dichtungen und so weiter. Wir haben eine Wasserstandheizung, die den Motor aufwärmt, von Eberspecher. Die ist einfach da, wenn wir im Winter, wenn es zu kalt ist für das Motoröl, weil es dann nicht mehr pumpfähig ist, können wir den Motor vorwärmen und so den Motor eigentlich schon in der starten. Hier sieht man auch, wir haben Getriebeentlüftungen höher gelegt. Wir haben zum Beispiel vom hinteren Differential und vom vorderen Differential die Schläuche höher gelegt, dass da die Entlüftungen höher liegen. Und wir haben auch vom Getriebe die Entlüftungen höher gelegt. Das heißt, wenn wir durchs Wasser fahren, wird da nicht Wasser in das Getriebe gezogen. Wir haben auch die Dieselfilter ein bisschen optimiert. Wir haben einen Dieselfilter mit einem Heizstab. Das heißt, im Winter können wir den Dieselfilter vorheizen, dass da der Diesel noch flüssig bleibt und da besser durch den Filter gepumpt werden kann. Und wir haben auch so einen Dieselvorfilter mit Schauglas, wo wir sehen, ob der Diesel schmutzig ist und können den dann ganz einfach reinigen. Und hier am Heck haben wir 4 solche Plastik-Sandsports zur Selbstbergung und eine Stahlschaufel. Und hier auf der anderen Seite haben wir so einen Wasserbeutel, wo wir Feuerholz verstauen. Wir haben ja einen Doppelkabiner Hilux und da ist original hinten eine Sitzbank drinnen. Und die haben wir einfach rausgenommen und mit so einem Brett ausgetauscht. Und jetzt haben wir hier so 9 solche Euroboxen. Und das steht einfach, da haben wir einfach mega viel Stauraum. 2 solche Euroboxen haben wir mit Essen, also sei es Gemüse und so weiter, dass wir nicht täglich brauchen, Konservendosen und so weiter. Dann haben wir auch 2 oder 3 solche Boxen mit Ersatzteile, Öle, Fette und so weiter. Dann eben Strandutensilien, Campingutensilien und so weiter. Und eben hier haben wir auch so ein Verlängerungsseil für die Seilwinde, einen Drehmomentschlüssel für die Räder, Luftkompressor für die Reifen haben wir auch, dass wir die selber aufpumpen können. Ja. Und oben haben wir so ein cooles Netz, wo wir die Winterjacken, Regenjacken, Einkaufstaschen und so weiter verstauen können. So, wir sind jetzt in der Fahrerkabine. Ja, wie fangen wir an? Wir haben hier so eine Tablet-Halterung. Wir navigieren mit einem Tablet und haben da Locusmap Pro drauflaufen. Wir haben so ein Garmin InReach als Notfallskommunikationsgerät. Wir haben da so ein Neigungsmesser, wo wir den Kippwinkel vom Fahrzeug früh genug sehen werden. Auf der Seite haben wir so Instrumententafeln für Wassertemperatur, Öltemperatur und Öldruck. Was haben wir noch? Ah ja, da das Fahrzeug ja ein 4x4 Fahrzeug ist, haben wir einen normalen Ganghebel mit 5 Gängen und wir haben einen Ganghebel, wo wir den Allrad zuschalten können und dann auch die Untersetzung reinmachen können. Das Fahrzeug hat jetzt 385.719 Kilometer, also ist schon relativ viel, aber für einen Toyota noch okay. Ja. Wir haben vorne ja eine Wasserstandheizung im Motor verbaut und dieses kleine Teil, mit diesem kleinen Teil können wir die Luftstandheizung, die wir hinten in der Kabine haben, fernbedienen. Das ist auch relativ cool, dass wir die da ein- und ausschalten können. Ja. Hier in der Mitte haben wir so eine Schuhkartonbox, einfach ganz simpel, wo wir einfach so ein paar Sachen reinschmeißen können.
ein bisschen mehr Platz haben. Wir haben da so 2 kleine Walkie-Talkies, mit denen wir mit anderen Reisen oft kommunizieren können oder beim Offroad fahren oder beim Drohnenfliegen oder beim Foto machen, dass Valeria da von draußen einfach besser mit mir kommunizieren kann. Ja. So, dann kommen wir zur Kabine. Das ist unsere kleine Wohnkabine. Wir haben die Secondhand gekauft, auch 2018. Wir hatten das sehr, sehr großes Glück, die zu finden, denn die war relativ günstig und relativ wenig benutzt. Die stand fast immer nur in der Garage rum. Die Kabine wurde von einer Privatperson gebaut. Natürlich gibt es ein paar Mängel und ein paar Sachen, die wir heute anders machen würden oder anders bauen würden, wenn wir selbst eine Kabine bauen würden. Aber für das Geld, was sie gekostet hat und für die Dienste, die sie uns leistet, sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden. Hier hinten haben wir die ganzen Flaggen oben von allen Ländern, die wir jemals bereist haben. Also nicht nur mit dem Auto, sondern im Allgemeinen. Schauen wir mal rein. Hier hinten haben wir eine kleine Einstiegshilfe. Das ist so ein selbstgebautes oder vom Schmied gebaute kleine Treppe, ganz leicht. Die kann man hier einfach so einhängen. Und während dem Fahren packen wir die einfach hier in unsere Staubox. Okay, jetzt gehen wir mal rein. Also unsere Kabine ist klein und fein, perfekt für 2 Personen. So im Allgemeinen, wir haben hier hinten im Alkoven das Bett. Das Bett können wir bis ungefähr hierhin, bis zur Hälfte der Sitzbank auch noch ausziehen. Das zeigen wir euch danach mal. Dann haben wir hier eine Sitzbank, hier eine Sitzbank. Hier haben wir den Tisch, den können wir auch aufklappen. Das zeigen wir auch euch danach noch einmal im Detail. Hier haben wir eine Küchenzeile, darunter ist unsere Kühlbox. Und hier auf der anderen Seite haben wir die zweite Küchenzeile mit dem Waschbecken. Okay, fangen wir vielleicht mal auf dieser Seite an. Wir haben hier eine kleine Küchenzeile. Hier den Schrank kann man so aufklappen. Da drinnen haben wir unsere Mobicool Kühlbox. Ich glaube, das ist 40 Liter. Dann haben wir noch ein paar so andere Sachen drin, wie Shampoo oder Klarsichtfolie oder Aluminiumfolie oder solche Sachen. Okay. Auf dieser Seite von der Sitzbank, die können wir hier so aufklappen. Hier hat Lukas seine meiste Kleidung drin, hier ist der Wasserboiler drin und die meiste Elektronik, aber das zeigt euch dann Lukas danach nochmal genau die Details. Auf dieser Seite hier haben wir auch eine Sitzbank, hier können wir auch so aufklappen, hier habe ich die meiste Kleidung drin. Schaut nicht so groß aus, aber es ist relativ geräumig. Wir haben hier eigentlich die ganze Kleidungsplatz, die wir brauchen. Dann haben wir hier den Tisch, den können wir aufklappen. Und hinten mit einem Fuß stabilisieren. Da können wir wirklich beide ganz gemütlich sitzen, essen oder arbeiten. Was auch ziemlich cool ist, dass wir den Tisch ein bisschen nach links oder rechts verschieben können. Das ist manchmal ganz praktisch. Und wenn wir zum Beispiel am Abend das Bett machen oder während dem Fahren, dann klappen wir den Tisch runter. Hier haben wir die zweite Küchenzeile mit unserem Waschbecken. Wir haben 2 Wasserhähne. Aus diesem kommt ungefiltertes Wasser und aus diesem hier kommt gefiltertes Trinkwasser. Wir füllen dann immer unsere 4 Glasflaschen damit auf. Dann haben wir hier Staufächer. Wir haben hier ein kleines Regal, das ist mit Magneten gesichert. Hier haben wir Teller drin und Klopapier und den Mixer und den Omnia. Dann haben wir hier ein Staufach, das mit einer Eurobox gemacht wurde. Das heißt, es ist ein bisschen angetastet. Ich muss das aus der Vertiefung holen. Hier haben wir das ganze Küchenutensilien drin und unsere Spa-Abteilung. Also ihr seht schon, bei uns ist alles sehr, sehr leicht gebaut. Von außen sind das wirklich nur 3 mm Holzverkleidungen und innen drin ist eine Eurobox, also sehr, sehr leicht. Wenn ich die reinschiebe, während dem Fahren zum Beispiel, schnappt die wieder in eine Vertiefung und fällt nicht raus.
Darunter haben wir noch ein Staufach, das ist auch wieder mit Magneten gesichert. Da drin haben wir unseren Coleman Benzinkocher. Wir können den Benzinkocher rausnehmen und zum Beispiel drinnen kochen oder auch draußen kochen. Drinnen kochen geht natürlich nur bei guter Lüftung. Ganz unten haben wir dann noch ein Fach. Das ist auch mit Magneten gesichert. Da ist unser, ich weiß nicht, ob man sieht, da ist unser Abwassertank drin. Das ist ein 25 Liter Abwassertank und auch unsere Außendusche, aber das zeige ich euch danach dann, wie wir die installieren. Hier unten haben wir uns dazu entschieden, eine so kleine Stufe einzubauen, denn wenn wir sitzen, brauchen wir nicht die gesamte Stehhöhe von der Kabine. Hier in dieser Stufe sind 2 Schränke eingebaut, wo wir eigentlich viele unserer Lebensmittel, Gewürze und solche Sachen unterbringen oder untergebracht haben. Und hier drüben zum Beispiel ist auch unsere Lithium-Batterie, aber da wird euch dann Lukas auch später mehr dazu erzählen. Hier unten haben wir dann noch ein Kästchen, die sind auch mit Magneten gesichert. Hier haben wir unseren Mülleimer drinnen und unsere selbstgemachte Trenntoilette. Wir haben hier auf jeder Seite ein Fenster. Wir haben auch selbstgemachte Moskitonetze für jedes Fenster, die halten mit so kleinen Magneten. Dann haben wir hier hinten im Alkoven eine Dachluke mit Ventilator. Das ist vor allem im Sommer, wenn es ganz heiß ist, sehr, sehr praktisch. Und wir haben hier oberhalb von der Küchenzeile nochmal eine Dachluke, einfach für die bessere Lüftung. Wir können hier unser Bett nochmal ausziehen. Also so wie es jetzt ist, könnte auch schon ganz gemütlich eine Person schlafen, aber wenn wir abends dann beide darin schlafen, ziehen wir es bis hierhin aus. Dann ist es ungefähr 1,80 x 1,50 groß. Hier sieht man hinter den Sitzpolstern bis hierher kann es ausgezogen werden. Hier haben wir nur eine Halterung während dem Fahren, dass es nicht von selbst rauskommt sozusagen. Wir haben unterhalb von der Matratze ein Airmesh drinnen. Das dient einfach der besseren Lüftung, damit das Bett einfach besser trocknet und die Matratzen. Vielleicht noch ein kleiner Travel-Hack, den haben wir auch mal von anderen Reisenden bekommen, den Tipp. Wir haben hier diese kleinen Zierkissen. Und weil bei uns müssen wir alles sehr, sehr platzsparend sein. Wir benutzen die dann zum Beispiel, um Wintermützen und Daunenjacken zu verstauen. So, zur Elektronik. Da unten in der Box haben wir eine 12 Volt 100 Ampere Lithium-Batterie. Und hier oben haben wir die ganzen Ladegeräte. Kann ich schon mal hier zeigen. Hier haben wir einen 230 Volt Inverter mit 500 Watt. Da daneben haben wir ein 230 Volt Ladegerät, also wir können von Landstrom unsere Batterie laden. Hier weiter drunter haben wir ein DC-to-DC-Wandler, also wir können von der Lichtmaschine unsere Batterie laden. Und hier weiter hinten haben wir die Solarladegeräte. Und das hier, das ist unser Wasserboiler. Wir haben einen 5 Liter Troma Wasserboiler. Wir können mit Strom das Wasser erhitzen oder wir können eben mit der warmen Luft von der Standheizung auch das Wasser erhitzen. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Zu unserem Wassersystem. Wir haben 120 Liter Wasser mit. Wir haben da unten einen Wassertank mit ungefähr 85-90 Liter Wasser. Vorne haben wir auch noch 2 Kanister dabei. So kommen wir dann ungefähr auf 120 Liter Wasser. Wie Valeria schon erzählt hat, wir haben auch 2 Wasserhähne. Ein Wasserhahn nur für Trinkwasser. Wir haben da so einen Altfilter vorgebaut und da können wir aufmachen und da kommt dann nur Trinkwasser raus und mit dem Wasser füllen wir dann unsere Trinkflaschen und so weiter. Der andere Wasserhahn, das ist da kommt dann ungefiltertes Wasser und ja, wir spülen mit ungefiltertem Wasser, waschen uns mit ungefiltertem Wasser, aber alles, was heißt Zähne putzen, kochen und so weiter, da haben wir alles mit gefiltertem Wasser.
Da unten haben wir auch ein cooles Gadget noch. Wir haben eine elektrische Pumpe und wir haben eine Fußpumpe. Das heißt, wir können mit dem Fuß draufdrücken und dann kommt oben beim Wasserhahn das Wasser raus. Das ist ziemlich cool, weil man hat beide Hände frei und man kann da ziemlich gut Wasser sparen. Unsere Kabine ist so aus Metall-Sandwich-Paneelen gebaut und das Coole dabei ist, das ist magnetisch und deswegen haben wir alles so Kluppen mit Magneten drauf und so können wir Handtücher und Notizen und alles mögliche einfach rauf magnetisieren. Unsere Kabine ist ganz klein, aber für 2 Personen eben von uns aus gesehen sehr gut. Also wir fühlen uns jedenfalls sehr wohl. Wie ihr seht, wir haben auch Stehhöhe. Auch Lukas kann hier ganz gemütlich stehen. Die Kabine ist ungefähr 1,75 hoch. Natürlich nach dieser langen Zeit in der Kabine sieht man so manche äußerlichen Makel und Schrammen, aber das ist, glaube ich, ganz normal in einem Reisemobil, in dem man wirklich lange Zeit lebt. Was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, wenn wir die Kabine gekauft haben, 2018, hatte die noch einen anderen Innenausbau. Da war hier zum Beispiel ein ganz großer, schwerer Hochschrank drinnen. Wir haben dann in den letzten Jahren langsam den Innenausbau immer mehr unseren Bedürfnissen angepasst. Lukas hat hier drinnen alles selbst gemacht und wir haben probiert, das gesamte Gewicht so tief wie möglich zu halten, dass der Schwerpunkt so tief wie möglich ist. Also eigentlich die ganzen schweren Sachen sind maximal bis hier ungefähr. Das ist einfach besser beim Offroad-Fahren und beugt einfach dem Umkippen ein bisschen vor. Eben wie gesagt, hier unten haben wir auch die Außendusche drinnen. Das ist einfach so ein Schlauch, den können wir hier mit dem Gardena-Stecksystem zusammenschließen, freischalten und dann, wenn ich hier klicke, kommt dann hier Wasser raus und dann können wir draußen duschen. So, wir haben euch ja erzählt, dass wir vorne so eine coole Hängematten gestellt haben und eben jetzt zeige ich euch, wie man das aufstellt. Wir haben ja hier diese Löcher und deswegen kann man einfach so, haben wir so Stangen, die wir da reinstecken, so wie hier. Kann man da einfach so reinstecken. So. Auf der anderen Seite auch. So, dann kann man hier einfach die Hängematte so einbauen. Hier. Das war's dann. Danke fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.